Die Bundesregierung hat schon vor, im Januar 2017 einen Vertrag zu machen für eine israelische Drohne über die deutsche Firma Airbus. Dadurch übrigens wird Deutschland die erste europäische Nation, die sich für eine israelische Drohne statt für eine US-Drohne sich entscheidet. Und also das war die schlechte Nachricht. In den USA sagen wir, first we'll give you the bad news and then the good news. Und ich sage erstmal ein kleines Stück, das war Bad News. Kleine Good News ist, dass die US-Firma geklagt hat, General Atomics, weil die finden, es war unfair, wie die Bundesregierung und Verteidigungsministerium sich entschieden haben. Und das hält das Ganze auf. Vielleicht ein paar Monate, vielleicht ein Jahr, vielleicht warten die letztendlich bis zur Bundestagswahl vorbei ist im nächsten Herbst, bevor die endgültig dazu kommen. Aber ich glaube nicht, dass wir eine Politik der Ächtung der Kampfdrohne durchziehen in Deutschland. Nicht in nächster Zukunft. Also es werden Leute dafür kämpfen, ich werde auch dabei sein, aber das war eine Position, die nur die linke Fraktion eigentlich aufgenommen hat. Ächtung der Waffe. Jetzt sind wir bei einem neuen Thema und da ist, warum diese Rammstein-Kampagne nicht nur eine Kampagne gegen US-Imperialismus ist, sondern auch mit uns in Deutschland viel zu tun hat. Die Nutzung von Kampfdrohnen. Wie dürfen wir, was ist okay, was man machen kann mit Kampfdrohnen? Und da wollte ich so kurz kleinen Hintergrund noch bringen hier. Es war doch so ein Grund, warum wir überhaupt eine Kampagne gegen die Anschaffung haben könnten in Deutschland, und keine anderen Länder hatten das, ist, dass es war so, dass in den USA, als die Kampfdrohne eingeführt wurde, war das ganz geheim. Die Kampfdrohnen und Tötung mit Kampfdrohnen wurde probiert im, ich denke, Februar 2001 und dann kurz nach der Attacken auf dem World Trade Center, nach dem 11.09. sind die verwendet worden für gezielte Tötungen in Afghanistan. Das war 2001. Und das Ganze blieb geheim in den USA von 2001 bis 2008, 2009. Es war gar nicht in die Öffentlichkeit, wurde nicht öffentlich im Kongress besprochen, obwohl vielleicht ein paar Komitees hatten das. Es wurde verheimlicht und es haben ein paar Friedensaktivisten das entdeckt. Und zwar bei der Hauptbasis der Krieg Airbase. Das ist ein Grund, warum in der USA hat die ganze Drohnenkampagnen und so, die haben sich entwickelt erst nach 2008, 2009 und vor vollendete Tatsache, ob wir überhaupt eine Kampfdrohne haben. Wir hatten längst Kampfdrohnen. Großbritannien hat auch 2007 dann in Partnerschaft mit den USA die US-Kampfdrohne gehabt. Und in anderen Ländern, aus welchem Grund auch immer, ist es in Europa, die jetzt bewaffnungsfähige Drohnen haben, also zum Beispiel Italien, Frankreich und Niederlande, war auch keine große Diskussion. Aber hier war das so, dass in 2012 die Bundesregierung und der Verteidigungsminister de Maizière hat erstmal öffentlich bekannt gegeben, ich will eine bewaffnete Kampfdrohne und zwar sofort. Und zweitens gab es die Erfahrung, dass wir in Deutschland wussten und Journalisten in Deutschland wussten, die ganze Gefahren mit dieser Waffe und wie das wirklich eingesetzt werden kann, durch die US-Bewegung und durch die Bewegung in Großbritannien. Und deswegen hatten wir schon von vornherein, schon 2012, die Süddeutsche mit kritischen Artikeln zu Anschaffung der Kampfdrohnen und so weiter und so. Und dann haben wir, als wir die Drohnenkampagne gegründet hatten, dann hatten wir gleich Unterstützung von der linken Fraktion, von der Grünen und auch einige wichtige Stimmen in der SPD. Okay, wir können das bekämpfen
Und ich lese das nicht alles hier vor, Sie sehen nicht, aber ich habe ein paar Zitate und so. In unserer, es lohnt sich immer noch, ich gebe das hier rum, wer das noch nicht unterschrieben hat oder verteilt hat, wir arbeiten immer noch mit diesem Appell, keine Kampfdrohnen. Und ich habe noch mehrere, also man kann eins nehmen, kopieren oder was auch immer, wenn man das nicht schon gemacht hat, verteilen. Und da waren hauptsächlich warum wir sagten, man muss Kampfdrohnen ächten, das war hauptsächlich die Nutzung auch, die USA mitgemacht hat. Als zweiter Punkt, gezielte Tötung von Menschen innerhalb und außerhalb von Kriegen, ohne Anklageverfahren und Urteil. Und dann die Bevölkerung betroffene Landstriche terrorisiert und sie an Leib und Leben gefährdet. Und dann geht es zur Frage der Entwicklung der autonomen Killerdrohnen. Diese Kritiken, es gab eine starke Gegnerschaft in der Bevölkerung in Deutschland zur Anschaffung von Kampfdrohnen. Das haben mehrere Umfragen gezeigt. Zum Beispiel 2014 eine ARD-Umfrage, da waren, glaube ich, 64 gegen die Beschaffung von Kampfdrohnen und 30% dafür. Ganz anders als in den USA, wo die Bevölkerung unterstützt, dass wir Kampfdrohnen haben sollen, mit töten sollen, die Mehrheit. Aber die Bundesregierung musste deswegen sie wollten Kampfdrohnen, die wollen die haben, weil die ihre militärische Rolle ausweiten wollen und sie wollen die haben, um ihre Rüstungsindustrie auch zu unterstützen, eine Schlüsselposition in der Welt, in diesen wichtigen, neuen und sehr lukrativen Waffen. Und als Beispiel in der militärischen Luftfahrtstrategie 2016 des Verteidigungsministeriums, die auf Jahrzehnte angelegt ist, ist nachzulesen, wie Deutschland bei Drohnen an die europäische Spitze drängt. Es sagt darin, die unbemannte Luftfahrt wird als europäische verteidigungsindustrielle Schlüsselkompetenz gesehen, die durch maßgebliche industrielle Beiträge aus Deutschland geprägt werden sollte. Aber um die Kritik gegen die Anschaffung zu entgegnen, hat auch die Große Koalition 2013 in ihrer Vereinbarung, November 2013, gesagt, zwei Sachen werden wir nicht machen mit diesen Drohnen. Eine ist, wir machen keine extra legale gezielte Tötungen. Und es steht fest, in dem immer noch gültigen Koalitionsvertrag der CDU, CSU und SPD vom November 2013 auf Seite 178, extra legale völkerrechtswidrigen Tötungen mit bewaffneten Drohnen lehnen wir kategorisch ab. Also das ist im Augenblick Gesetz in Deutschland. Und die zweite ist, dass die sagten, dass sie auf keinen Fall zu einer Automatisierung, Autonomisierung. Das heißt, wo die Drohnen eigentlich vollständig ohne menschliche Entscheidung, menschliche Schuld, menschliche PTSD, davon alle diese Dinge, das soll einfach automatisch sein. Und in dem Fall mit der Autonomisierung, die ignorieren das einfach, obwohl der Hauptzeuge, einer der Hauptzeuge bei der Anhörung zur Beschaffung von Kampfdrohnen im Juli 2014 die Regierung vor der Nutzung von bewaffneten Kampfdrohnen warnte. Das war der Physiker Dr. Marcel Dickow, der Vertreter von Stiftung Wissenschaft und Politik der Bundesregierung. Und er war der Redner für die SPD-Zeuge. Und er sagte, die Kombination aus zunehmender Autonomie und Bewaffnung verdrängt den Menschen aus dem Entscheidungsprozess zum operativen Gewalteinsatz, weil sich der technologische Trend nicht stoppen lassen wird, ist von der Bewaffnung solcher Systeme abzuwarten. Das wird ignoriert. Es wird auch gesagt, dass alles schon entschieden ist. Wer später möchte, hier ist sogar immer noch in der Webseite des Bundestags Beschaffung von Kampfdrohnen umstritten. Das war das Ergebnis von der Anhörung. Die einzige Anhörung, was wir hatten, ist immer noch nicht gelöst. Ihr könnt das hier
später oder greifen. Und okay. Und wie Lur Hagen neulich in seiner Rede in Köln gesagt hat, am Ende dieser Entwicklung kann kein Mensch mehr für die Fehler der Killerdrohne haftbar gemacht werden. Kein Programmierer, kein Pilot, keine Schütze. Das ist die Richtung, in der es geht. Also, wir haben diesen 4-jährigen Kampf wahrscheinlich verloren. Es lohnt sich noch, gegen aufzulegen. Und was machen wir nun? Und das ist, wo diese Frage zu Rammstein und Afrika so wichtig wird. Nicht nur, um die US-Kriege zu verhindern, sondern die zukünftige deutsche Nutzung von Kampfdrohnen und Übertretung dieser Linien. Weil solange die Bundesregierung erlaubt, dass auf deutschem Territorium, im deutschen Hoheitsgebiet, die USA darf alles machen und darf die illegale gezielte Tötungen machen, darf die Souveränität von Ländern verletzen, darf Regimumsturz versuchen. Sehr viel hängt an der Drohne, weil die Drohne ist eigentlich das Hauptinstrument, um die US-Politik des Kriegs gegen den Terror durchzusetzen. Und das ist eben ein Krieg, die unter Verletzung der UNO-Charta, unter Verletzung der Menschenrechte alles erlaubt, das Gesetz der Stärkeren, man kann auch überall Attentate und so weiter einfach ausüben. Und insofern wird es sehr wichtig, in den kommenden Jahren die Bundesregierung dazu zu bewegen, dass sie nicht mehr erlauben, dass die USA Rammstein und Antikrieg so benutzt. Wenn die das, es wurde erst besprochen, diese Rolle von Rammstein seit Ende 2013, 2014, durch die Aussagen von einem wichtigen Whistleblower, Brandon Bryant. Er hat das zuerst. Und dann weitere Dokumente von Snowden, die in Frühling 2015 veröffentlicht wurden, durch die Spiegel und durch Intercept in den USA. Wenn es da so sitzt und Deutschland sagt, ja, ist alles okay und so, entsteht eine neue Gewohnheitsrecht international. Das heißt, das ist erlaubt, weil man es erlaubte. Und dadurch ändert sich eigentlich das internationale Völkerrecht auf eine verheerende Weise. Und da möchte ich hoffe, dass ich nicht aus dem Sprechsaal rausgeworfen werde, wenn ich ein bisschen Kritik an Israel hier ausübe. Aber der allererste, darf ich das noch sagen? Okay, ich bin Rentnerin, mir ist alles egal. Aber ich würde sagen, dass es war Israel, was zuerst mit dieser verheerenden Politik angefangen hat, zur Unterdrückung der Palästinenser und der Befreiungskampf und Selbstverteidigungskampf der Palästinenser. Die haben die Drohnen eingesetzt und einfach Leute umgebracht. Einfach Leute, die sich für Terroristen hielten und auch um Verhandlungen zu unterbrechen. Wie zum Beispiel in 2012, im November, als sie den Chefverhandler von Hamas, der Verteidigungsminister, ich vergesse seinen Namen, Entschuldigung, dass die haben ihn, und der bereit war, einen Friedensvertrag zu machen mit Israel, die haben ihn einfach umgebracht. Und neulich hat auch jemand von der pakistanischen Botschaft sich sehr beklagt, dass die USA durch den Drohnenanschlag der Hauptverhandler auch für die Taliban umgebracht hat. Und zwar in Pakistan, der sehr beteiligt war an Verhandlungen zwischen Afghanistan, USA, China war dabei und ich denke auch Pakistan. Und diese waren vielversprechende Friedensverhandlungen, aber die haben den Hauptdelegierten dazu von Taliban-Seite einfach umgebracht. Und dadurch pakistanische Botschafter sagen, und haben wir in Berlin auch gesagt, dass eigentlich diese Friedensverhandlung zum Stillstand gebracht. So, außerdem, dass die Kinder umbringen, Frauen umbringen, dass sie manchmal, sagen wir, die sogenannte, wie heißt es,
Signature Strikes, also alle junge Männer von, was weiß ich, von 16 bis 45 und so weiter werden gezielt und so weiter, dadurch ganze Gegenden terrorisieren, mit dem Resultat des Wachsens des Terrorismus, mit dem Resultat der wachsenden Rechtlosigkeit in der Welt und mit dem Resultat, dass man nicht mehr mit der UNO oder andere Organisationen, die nach dem Zweiten Weltkrieg geschaffen worden sind, um gleichberechtigten Frieden der Nationen der Welt einzuschalten. Das wird alles untergraben durch die Nutzung dieser Waffe. Okay, Deutschland hat uns versprochen, keine gezielte ex-legale Tötungen sind in Deutschland erlaubt. Das heißt Rammstein. Deswegen bin ich auch Teil der Rammstein-Kampagne, obwohl es eine umstrittene Kampagne ist. Obwohl der ganze Ziel US-Basen naturgemäß natürlich die Neonazis auch hinzieht. Wer war gegen die US-Basen in 1945? Die Leute, die noch Nazis geblieben sind und teilweise die Kommunisten. Und dass es natürlich solche Leute kommen und dass man vorsichtig sein muss, dass die das Messaging nicht machen, dass sie nicht das Sagen haben, ist nicht zu behindern, wenn man US-Basen kritisieren will. Und es gibt viele von uns, die meinen, dass sogar die jetzige Rammstein-Kampagne, die übrigens nicht die erste, habe auch die erste mitbegründet und bin in der Koordinierungskommunity von der jetzigen, die tolle Orga-Arbeit gemacht hat. Wir sind unterschiedliche Meinungen. Es gibt 3 von uns von der DFGVK, traditionelle Friedensbewegung, von Bundesfriedensratschlag und verschiedene. Und es gibt auch ein paar Leute, die aus dem Mahnwaffenspektrum kommen. Aber ich meine, dass wir als US-Bürger, ich kann nicht für die Deutschen sprechen, wir müssen neutral sein in den Disputen hier, aber wir müssen dabei sein, wenn gegen Rammstein protestiert wird. Es sei denn von Direkt-Nazis und Rassisten, okay, da sind wir nicht dabei. Aber sagen wir mal, es ist eine gute Demo. Und wir haben hier, ist nochmal eine gute Nachricht für dieses Jahr. Wir hatten in Deutschland in 2016 die 2 erfolgreichsten Demos gegen gezielte Tötungen mit Drohnen auf der ganzen Welt, des westlichen Welt bisher. Die Demo am 11. Juni 2011 bei Rammstein mit 5000 Teilnehmern, auch laut den US-Militärzeitschrift Stars and Stripes, nicht nur die Polizei oder nicht nur die Demo-Leute, sondern das ist weitgehend anerkannt. Das macht diese Demo bei weitem die größte Demo gegen Drohnenkrieg, was passiert ist auf der Welt, auf der westlichen Welt. Es kann sein, dass in Pakistan ein paar größere waren, weil die haben sogar die Lieferung von Waffen nach Afghanistan verhindert im Protest aus dem Drohnenkrieg dort auf die. Das Zweite ist, wo ich stolz bin, auch daran, dass ich daran teilnehmen könnte, war jetzt am 29. August in Stuttgart zu Afrika. Leider ist diese sehr wichtige Demo nur regional, aber durch den Top-Regional, Primetime, SWR, Stuttgarter Zeitung, alles mit positiven Berichten. Und die Leute, die das veranstaltet haben, waren überhaupt nicht Rammstein-Kampagne oder so, sondern Coach Pinks, gute Freunde, Lebenslaute. Wir sind Freunde, weil wir zusammen die Aachener Friedenspreis zum Beispiel 2014 haben beide Organisationen das bekommen. Und wir haben die kennengelernt und so. Und die machen jedes Jahr eine andere Kampagne mit als Musiker was zu blockieren. Und die kommen mit ihren Cellos und ihren Flotten und ihren Choirs und die blockieren was. Und in diesem Fall haben die Afrika genommen für die Kampagne dieses Jahr. Und ich hatte zufällig auch einen Gerichtsfall in Stuttgart zu Afrika, weil ich bei Code Pink verhaftet wurde, durch einen MP in Handschellen gelegt, weil ich diesen Brief wegen Afrika und Rammstein an den übergeben wollte, an den General von Afrika. Und ich habe übrigens diesen Prozess kurz vor gewonnen, am 24.09.
Da waren die ganzen Lebensleute da, viele Leute im Gerichtssaal und dann haben die gesungen am Ende und so. Und das wurde eingestellt, das Verfahren. Der Polizist hat ganz positiv über mich geredet, der deutsche Polizist. Und es wurde allen klar, dass der Einzige, der sagen könnte, ob ich wirklich die Basis betreten wollte oder was Schlimmes gemacht habe, war der MP, der mir die Handschellen angelegt hat. Und ich habe gebeten, dass er als Zeuge kommt. Aber das ist erstmal, wollten die das lieber einstellen. Und da habe ich eine Anklage gegen diesen MP bei den deutschen Polizisten Stuttgart eingelegt, wegen Freiheitsberaubung. Das ist in US Illegal Detention, aber in Deutschland ist es noch schöner, weil es heißt eigentlich Theft of Freedom. Und das ist, was die US hier tut. Ja. Auf jeden Fall hatten wir mit dieser Afrika-Blockade, also Rammstein-Kampagne war keine Blockade dort, nur eine große Menschenkette, aber hier haben wir für 4 Stunden alle 4 Tore von Afrika blockiert und es gab einen Stau 12 Kilometer lang bis zu Mercedes-Benz Headquarters in Stuttgart und guess what? Erstens kam die Polizei und standen rum, mehr als 2 Stunden, die deutsche Polizei, und machten nichts. Und die US-MPs waren ganz entsetzt und sagten, unsere Schulbusse können nicht hier raus, wir können gar nicht zur Arbeit und so weiter. Und die deutschen Polizisten machten nichts. Die MPs sagten, dann greifen wir selber an, was sie nicht dürfen, und die machten nichts. Und ich denke, die haben ein Signal auch dadurch gesetzt an den USA, wir finden es nicht so toll alles, was sie hier machen. Und die Stuttgarter Zeitung und SRW und alle haben positiv berichtet, obwohl wir einen großen Stau und Probleme für alle in der Region geschaffen haben. Die haben positiv über die Demo, positiv über mich ins Gericht als die freundliche 73-Jährige geschrieben. Und so weiter. Also ich denke, wir machen Fortschritte in Deutschland und ich denke, dass diese Blockade war ein Zeichen davon und die Reaktion darauf. Auf jeden Fall, warum ist es so wichtig? Ich zitiere jetzt ich habe ein bisschen den Faden verloren, Entschuldigung, ich war auf Israel. Israel hat das gemacht mit den Drohnen. Die USA hat gesagt, wir finden das nicht gut zuerst. Die haben bis 2001 gesagt, wir finden das illegal, völkerrechtlich illegal. Hat der US-Botschafter den Israelis gesagt, der US-Botschafter in Israel. Und jetzt ist nach dem 11.09.2001 hat die USA diese Praxis erheblich erweitert im Krieg gegen den Terror. Und hier ist, was der Oberst Daniel Weisner, ehemaliger Leiter der Rechtsabteilung der israelischen Streitkräfte, dazu sagt. Er sagt, was wir jetzt erleben, ist eine Änderung des Rechtssystems. Wenn man etwas lange genug durchführt, wird es die Welt akzeptieren. Das gesamte internationale Recht basiert mittlerweile auf der Vorstellung, dass eine Handlung, die heute verboten ist, erlaubt wird, wenn sie von genügend anderen Staaten durchgeführt wird. Das internationale Recht schreitet durch solche Verletzungen voran. Wir erfanden die These der gezielten Tötungen, das heißt die These, dass außergerichtliche Tötungen erlaubt sind, wenn dies zum Stoppen einer bestimmten Operation gegen die Bürger des Staates Israel erforderlich und die Rolle des Getöteten entscheidend für das Gelingen dieser Operation ist. 8 Jahre später ist diese These voll innerhalb des rechtlichen Rahmens, sagte Israel, der Rechtsberater von der israelischen Militär, weil die USA inzwischen das aufgenommen hatte, erweitert hatte und Großbritannien hat mitgemacht. Wenn Deutschland jetzt als vielleicht netteste Land in Europa sagt, wir erlauben das, wir erlauben, dass die USA das macht, das heißt in 10 Jahren, wir erlauben es, dass die Bundeswehr das auch macht. Das ist eine Linie, die wir hier halten müssen. Und diese Linie ist nicht so sexy, wie, sagen wir, die Losung, schließt die Basen.
Schließt die Basen, ich bin dafür. Ich habe auch 2006 in Ramstein demonstriert, versucht, große Friedensaktivisten Cindy Sheehan hierher zu bringen und so. Aber wir wissen es alle, wir schaffen das nicht in den nächsten 10 Jahren und vielleicht nicht in einigen Jahrzehnten, Ramstein zu schließen. Andere sexy Lösung, raus aus der NATO. Ich bin total dafür, ich war lange in International Coordination Committee für NATO, aber die Mehrheit der Deutschen, Zeit der Wende auch, also es gab Umfrage von Rand Corporation 1990, 91, Invest in Ostdeutschland. Und die fanden, dass 2/3 waren für NATO, weil die Deutschen wegen Kriegsschuld und so weiter, Zweiten Weltkrieg, die wollen zu internationalen Gremien und Behörden und Organisationen gehören. Danke, dass ihr uns aufnimmt nach unseren schweren Verbrechen und so weiter. Man möchte dabei sein. Dagegen haben in der Zeit, 90, 91, nach derselben Studie, 57, wenn man Ost und West zusammenzählt, Prozent wollten die Völkerabzug der US-Truppen. Das wäre die Chance gewesen in der Zeit. Seitdem ist es schwierig. Seitdem hängen die Jobs rum. Die No-Basis-Bewegung ist hauptsächlich gegen neue Sachen. Es war hier in Rassbach so, neue Hubschrauber-Dings, ist es in Okinawa so, gegen neues Basis, es war auch in Italien so, Vicenza. Die Basen, die hier sind, viele Jobs hängen davon und so weiter. Aber sogar in der Region Kaiserslautern, wo die total gegen die Schließung der Basis sind die dafür, dass deutsches Recht eingehalten wird. Und wir haben jetzt eine Chance, und deswegen freue ich mich auch so sehr, dass die Whistleblower hier sind mit dieser mächtigen Petition, das zeigt, so viele US-Bürger unterstützen, was sie sagen, was wir hier sagen, dass es gibt aktuelle Sachen im Bundestag, die hoffnungserregend sind teilweise. Es gibt die NSA-Untersuchungsausschuss. Die, viele glauben, wird nichts machen. Diani wird uns mehr sagen, was die machen. Aber ich weiß auch, dass in der SPD und anderen, die wollen diese europäische Parlamentsresolution zum Gesetz in Deutschland machen. Dass es klar Gesetz ist, dass keine ausgerichtete gezielte Tötung. Teilweise wollen die selber die Drohne haben wollen und die machen das als Bedingung. Also ich finde, dass es auch in unserem Interesse ist, auch sehr auf diese Sache zu zielen, den Versuch, zusammen mit unseren US-amerikanischen Freunden, den Versuch zu machen, aber nicht mindestens eine ganz klare Gesetzgebung haben können in Deutschland, was nicht erlaubt ist, die Kampfdrohnen, und dass diese am Beispiel Ramstein in Afrika festgelegt wird. Okay, danke. Und ich hoffe, das war nicht zu lange.